Ich heiße Babak, bin 38 Jahre alt und lebe seit ungefähr 2 Jahren in Deutschland. Als ich noch im Iran gelebt habe, habe ich versucht, ein guter Mensch zu sein. Ich wollte ehrlich leben, anderen helfen und das Richtige tun. Aber ich hatte keinen religiösen Glauben. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass es eine Kraft in meinem Leben gibt, die auf mich aufpasst. Ich wusste nur nicht, wie ich sie nennen sollte. Manchmal dachte ich, vielleicht ist es nur ein Gefühl. Aber das Leben führte mich langsam auf einen Weg, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Auf meiner Reise nach Deutschland hatten wir 2 Tage lang kein Wasser. Vor Durst und Erschöpfung lag ich irgendwann am Boden. Im Schlaf hatte ich immer wieder denselben Traum. Ich öffne einen Kühlschrank und nehme eine Flasche Cola heraus. Doch jedes Mal, bevor ich trinken konnte, verschwand alles wieder. Dieser Traum wiederholte sich. Immer und immer wieder. Dann hörte ich plötzlich eine ruhige Stimme. Babak, steh auf, mein Sohn. Wach auf. Als ich die Augen öffnete, regnete es. Ich konnte es kaum glauben. Ich ging zu einem Schilffeld und trank das Wasser, das sich auf den Blättern gesammelt hatte. In diesem Moment fühlte ich Gott so nah wie nie zuvor. Als ich in Griechenland ankam, wurde ich ganz zufällig in eine Kirche eingeladen. Zum ersten Mal in meinem Leben hielt ich eine Bibel in den Händen. Es war ein besonderes Gefühl, etwas, das ich vorher noch nie erlebt hatte. Ich besuchte die Kirche einige Tage lang. Bevor ich weiterreiste, beteten die Menschen dort für uns. Sie baten mich um ein Versprechen. Wenn ich in Deutschland ankomme, soll mein erster Weg in eine Kirche führen. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Diese Erfahrung war der Anfang eines neuen Weges in meinem Leben. Mit der Zeit lernte ich Christus immer besser kennen, bis ich mich schließlich taufen ließ. Nach dem Beginn des Krieges im Iran habe ich mich immer wieder gefragt, was kann ich für die Menschen in meinem Land tun? Und was ist meine Aufgabe im Leben? Eines Nachts schlief ich mit genau diesen Gedanken ein. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem Gefühl auf, als hätte sich etwas in meinem Herzen verändert. Eine einfache, aber echte Idee. Zu Fuß von Süddeutschland bis in den Norden zu gehen und unterwegs mit Menschen und Kirchen zu sprechen, meine Geschichte mit ihnen zu teilen. Ich möchte die Menschen und die Kultur Deutschlands besser kennenlernen und gleichzeitig auch mich selbst besser verstehen. Ich glaube, dass man selbst in den schwersten Momenten bei Christus Zuflucht finden und auf Gottes Plan vertrauen kann. Wir alle kennen Momente im Leben, in denen wir dachten, dass alles vorbei ist. Und trotzdem stehen wir heute noch hier und gehen weiter. Für mich ist diese Reise genau so ein Moment. Und auch diesmal hat Gott mich nicht allein gelassen. Er hat Behzad an meine Seite gestellt, damit wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ich hoffe, dass eure Gebete und die Liebe Christi uns auf dieser Reise begleiten.